So. Ich habe wieder mal ein wunderschönes Overtroll-Projekt. Und zwar einen schönen Puch Velux. So, wunderschön. Es ist wieder mal Overtroll Day. Ihr seht hier, richtig geil, originaler Puch Velux. Schön mit Overtroll versiegelt. Das ist einfach immer wieder etwas hure Geiles, wenn man das Zeug sieht und schön kann drüber fühlen. Es ist fein, es hat wieder einen leichten Glanz und gerade aus dem Rahmen sieht man es natürlich sehr gut. Das ist so typisch Velux. Die sind immer da hinten sind extrem verrostet, wie auch drinnen natürlich. Da innen hat es natürlich eine ordentliche Schicht. Richtig schön auch ins Rohr aufgepustet, das ganze Material. Dann da hinten ist der Bügel. Ständerstopper ist gebrochen. Den tue ich wieder anschweissen, wieder punkten und nachher richtig schön satt. Man sieht es da hinten angeschliffen und dann richtig schön satt Overtroll drauf. Somit hat man natürlich da extrem lange Ruhe wieder. Klar, eben, es ist ja so, es wissen schon viele, das Overtroll, das nützt sich ja mit der Zeit ab. Also so ein speckiger Glanz, wie es jetzt hat, das verliert es mit der Zeit. Aber dann kommt eben das Authentische, so ein bisschen der Seidenmatt und das Wichtigste an dem Ganzen ist ja der Rostschutz. Ich habe natürlich die ganzen Teile, wie jetzt auch die Achse vom Ständer, alles Originalteile, tue ich wieder aufschaffen. Klar, wenn man es überkommt, einfach neu kaufen, ist natürlich billiger, viel weniger aufwendig, aber Original is real. Und darum tue ich immer die alten Sachen aufarbeiten, weil das originale Zeug ist einfach geil. Fangen wir an. Wichtig wie der Fett und Loctite, das brauchen wir sowieso. Das ganze Zeug mal schön einschmieren. Friert. So. Da eben so Splintergeschichten, das kommt natürlich alles neu. So, das läuft. Jetzt kommt natürlich noch die ganze Heckgeschichte. Genau, auch so Gummi, wenn die noch so gut zu Weg sind wie der, nehme ich natürlich auch die Originalen und tue die einfach einfetten. Dann kommt der da drauf. Da ist die Feder. Das ist jetzt noch wichtig, oder? Da ist man jetzt natürlich dann schnell einmal so weit und macht da die ganze Geschichte her. Aber da kommt ja der Kettenschutz noch drunter. Den Kettenschutz, den habe ich natürlich noch nicht parat. Aber man darf ja auch ruhig zwischendurch mal sehen, dass man das nicht einfach alles kann nehmen und anschrauben, sondern dass man das Zeug auch putzen muss und somit das Ganze wieder ein bisschen aufschaffen. Natürlich einfach immer vorsichtig, weil, wie gesagt, das gibt es einfach nicht mehr. Das sind sehr, sehr rare Teile. So, wunderbar. Schnell das alles abwaschen. Södeli. So, jetzt nehme ich da einfach ein Lümpli, tue ein bisschen WD-40 oder einfach ein bisschen Öl drauf und reibe das einfach ab, um das ein bisschen haltbarer zu machen. Da wären wir soweit. Da hinten habt ihr jetzt eben gesehen, durch die ganzen Abnutzungsspuren, das ist kurz vor dem Reissen da hinten. Da nehme ich natürlich nachher grosse Unterlagescheiben, extrem wichtig. Dann kommt das so da drunter. Das ist immer lustig da mit diesen huren Federn. Das tut jetzt ein bisschen schwieriger als, beziehungsweise ich kann es einfach nicht. So. Wunderbar. Dann da oben nehme ich natürlich alles, was Standardschrauben sind, sage ich mal, nehme ich natürlich neues Zeugs. Oh, natürlich alles Inox-Schrauben. Das ist auch alles ein bisschen mit Hutmütterli. Dann machen wir gerade. Oh, warte, jetzt habe ich den Ständer verkehrt gemacht. Ich hure aus. Aber voll, du. Ja, also den muss ich nachher. So Zeug passiert, oder? Von lauter Schnurrerei, aber sehr ein kleiner Fauxpas. Machen wir die Gabel. Traumhaftes Stück, immer schön schmutzig. Obere Seite. Was wäre die Welt ohne Schmutzi, du? Ohne das hure Fettgeschmiere. So, dann müssen wir noch schnell ein Gegenstückchen haben. Einstellmutter, Abschlussmutter und Unterlagescheiben. So, ich sage ja immer, an jedes Gewinde gehört Fett oder Loctite. In diesem Fall natürlich Fett. Dann werden wir das ein bisschen einstellen können. So. Ja, das läuft, ist eine wahre Freude. So, ziehen wir sicher mal gäbig an. Dann kommt hier die Unterlagescheibe, dann kommt der Abschluss und dann kommt noch
die Abschlussmutter. Das tue ich jetzt einfach einmal von Hand ein bisschen anziehen, weil wir müssen hier vorne noch Gabelbein noch einführen. Da habe ich natürlich noch eine Spezialität. Inotec, das ist ganz geiles Keramikfett. Ich bin ein Fan von dem, weil es ist relativ ein zähes Fett, nebenbei noch bis 1100 Grad hitzebeständig. Ich nehme das gerne bei den Gabeln, weil viele kennen das, bei der ist jetzt das nicht das Problem, dass die ein bisschen Spiel haben. Klar, dann kann man natürlich die Büchsen auswechseln. Die ist jetzt einwandfrei, aber ich schmiere das natürlich sehr gerne mit dem Keramikfett ein, gerade um die Büchsen herum, weil es ist dann einfach, es ist nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so ringläufig. Es ist einfach ein geiles Fett. So, fertig Schleichwerbung für Inotec. Jetzt mache ich als nächstes die Schutzbleche. Die habe ich natürlich nicht overtrollt, weil das sieht nicht wahnsinnig gut aus. Was ich jetzt hier mache, wieder genau das Gleiche. Ich tue es einfach mit Öl und die da rein ausreiben. Dann ist das nämlich eine glatte Sache. Wunderbar. Jetzt schraube ich die hier zuerst her. Wenn es halt einfach ein bisschen rostig ist, tue ich da auch sehr gerne einfach die Gewinne anschneiden, weil es gibt nichts mühsameres als ein Gewinn, das nicht läuft. Ja, so einfach ist es. Hole ich schnell ein paar Gewinnpörrchen. Also M5, ein bisschen Loctite. Da nehme ich jetzt natürlich auch wieder grüne, weil das sind die Schrauben, die macht der Kunde nie mehr auf. Sehen Sie, mit dem richtigen Schraubenzieher schleift man auch nicht ab. Da unten nehme ich jetzt 6 Kant, machen wir auch ein bisschen Schmutz an. So, das langt da schon. Quasi die Flächen zueinander, wo dann das Radio kommt, ist bereits schon parallel. Und somit kann ich jetzt die oberen auch noch anziehen. Verstehst du? Aber ich mache jetzt wieder das Vorderrad, dass der ganze Hobel vorne runterkommt. Ich kann ihn vorne in die Führungsschiene einstellen. So, das sind wirklich noch die Originalrädchen. Sind natürlich revidiert, ganz klar. Also das ist wirklich geil. Müsste passen. Tack, traumhaft. Jetzt tue ich den Dachschneck richten. Ziehe ich den an. Södeli. Ganz wichtige Gewinne da. Die tun wir natürlich immer schön fetten. Die nimmt man am ehesten wieder mal weg, macht es wieder an, wieder weg, macht es wieder an und so weiter. Dann die 2 Mutter tun ich noch schnell die Stahlbürste heben. Den habe ich ja eben bestellt, den Bügel. Der kommt dann natürlich noch da drunter, wird da drunter dann geklemmt und geht hinter das Schutzblech. Aber dass wir da gleich weiterarbeiten, tun wir das einfach einmal anziehen. Ein Test. Traumhaft. Als nächstes kommt jetzt dann der Tank drauf. Und einfach, dass das nicht vergessen geht. Das ist noch relativ eine wichtige Schraube. Oh, du Wichser! Oh, der da. Geil. Oh. Leck mir am Arsch, jetzt haben wir voll da den. So Hund. Oh, das war ein schöner. So, zack, und nachher der da. Aber voll unter den Nagel gewürgt. Oh, so mal der Verfluchte. Oh, ich hasse das Fingernagel, das ist immer geil. Hey. Ich glaube, ich mache jetzt zuerst Schutzblech her, gell? Dann kommt ja noch das Bügeli daher. Zusammen mit dem Schutzblech. He. So, fummeln wir das mal an. So. Ah, der Benni. Du, störst das Filmset da, Benni. Filmputzi. Was ist passiert? Ja, natürlich. Ja, das ist aber schön, dass du anläutest. Ich hab schon gefreut gehabt, dass ich dich nicht mehr sehen muss und dass du mich nie mehr nervst. Jetzt haben wir einen neuen, der mich da stetig nervt. Ja, ich habe schon wieder Verletzungen gehabt heute, weil ich so nervös bin durch die Filmerei-Sache da. Nichts Tragisches, das ist normal, ja. Und du? Aha, ja. Nein, mir kannst du einen normalen Döner einfach nur mit Salat bringen. Dürüm. Und du? Ciao. Das wäre doch wunderbar. Einmal Fladen mit allem und einmal Fladen nur mit Salat und Zwiebeln. Ja, toller Typ. Perfekt. Bis nachher. Danke. Ciao. Ja, geil. Der alte Filmfuzzi bringt noch einen Döner vorbei. Top! Gut. Den Bügel habe ich, das ist noch der Originale. Der ist noch ganz Aluminium, ganz les. So. Dann das kommt dann zusammen mit dem Gepäckträger. Das ist meines Wissens nach ein Postgepäckträger. Natürlich ganz ein lässiges Stück, da hat man natürlich auch hohen Platz.
Du kannst halbe Einfamilienhäuser mitnehmen. Und so Zeug ist natürlich geil. Das hat er natürlich dort als 14-Jähriger, 15-Jähriger, was auch immer, hat er das angeschraubt. Und ich finde halt, so Zeug sollte man unbedingt dran lassen. Das erzählt halt genau die Geschichte. Und das ist ja spannend an dem ganzen Zeug. Die Aluminiumstängel, seht ihr jetzt gerade, die packe ich jetzt in Scheiben ein. Ein 30er, dann hinten eine grosse Scheibe. Das sieht nicht schlecht aus. Nochmal 2 Scheiben. Und natürlich wieder Stoppmutter. Ui. Ein Affenständer. Ja, der Scheißständer. Nein, der regt nicht schon auf. Es gibt noch eine Katastrophe, das sage ich dir. So, schön ausmitten. Gut, was? Bündige Sache. Hier nehme ich jetzt auch Schlitzschrauben. Ziehe noch nicht zu fest an. Dann kommt das ganze Zeug noch drunter von der anderen Seite schützen. Danke. Ich nehme natürlich gerne wieder die originalen Stängel, oder? Schauen wir mal, wie viel Platz das wir haben. Kein. Nehmen wir hier wieder das Tröpfchen Loctite. Wirklich nur wenig. Gut, da unten ist ja mit dieser Klammer. Also, wir haben wieder etwas mehr. Jetzt stecken wir gerade noch den Lenker rein. Der kommt mir nämlich, der regt mich nämlich schon lange auf. Da. Den kann man gerne noch richtig schmutzig an. Da. Ein bisschen abnehmen wir ihn noch. So, als nächstes kommt das Hinterrad rein. Ja, es ist verrückt. Es ist verrückt. Ja, ich liebe es einfach. Töpfe zusammenschrauben, das ist einfach so geil. Die originalen Radspanner. So Radspanner wieder aufarbeiten. Was kostet so Radspanner? Ich habe jetzt nicht gerade im Kopf, 3 bis 5 Franken. Aber es sind eben nicht die Originalen. Haha! Checkst! Schön! Ich stelle jetzt das Rad mal grob ein, dass es ungefähr an dem Platz ist, wo ich dann etwa will. Ja. So, absolut geil. Dann haben wir noch Klammern. Und was ich jetzt auch noch gerne mache, dort ein bisschen Stoffkleppband rundherum, dass man dort nicht immer gerade den Lack verkratzt. Jetzt hängt man den Motor noch rein. So. Aha. Filmfutzi. Hallo? Was geht ab? Wow, was hast du denn da noch für ein geiles hure Altmetall? Dein Görike. Meine? Das Geschenkli, Abschiedsgeschenk. Sicher nicht. Ach, du bist ja ein geiler Sieg. Ist hübsch, oder? Wow, vielen Dank. Das ist richtig geil. Meine Lieblingsrahmen, Görike. Wow, schönes Stück. He? Und zum Mittag. Was willst du noch mehr? Geiles Sieg. So. Hey. Hey, super. Vielen Dank, gell? Hoffentlich bin ich endlich los. Ciao, Ben. So. Abgeschlossen. Also, nach einem kleinen Unterbruch. Jetzt hole ich mal den Bollen und setze den Bollen ein. Was gerne immer wieder vergessen geht, ist der Hochzeitshut. So, Hochzeit vorbei. Fast nicht. Danke. Ist alles gut. Also Ketten. Die hohen Geschwüre, die im Weg stehen. Kommst bald auch wieder dran. Gehen wir mal Schau jetzt das an. So, und ihr seht, das ist ganz eine entspannte Montage. Jetzt kann man das einfach wieder rausnehmen. Schwuppdiwupps. Gut, das ist gar nicht so schlecht. He? Ha, Pedale. Ist noch praktisch, he? Und die drin ist. Also. Das ist genau so. Genau so ist das. Das könnte gerade passen, du ausnahmsweise. Das recke ich jetzt aber. Jetzt ist sie eigentlich zu laut. Scheiss mich eigentlich ein bisschen an. Komm, ich mache ein halbes rein. Weg mir doch am Arsch. So. Ja, das ist geil. Das ist geil. So. Ja, das sehen wir, das hat eine gute Stellung, hat einen guten Winkel. Natürlich die Spannung ist gut. Und wir haben hier noch genug Weg zum Nachspannen. Jetzt machen wir noch den schönen Deckel her. Da. Schalten noch mit allen Originalköbeln für die Lampen rein. Das lasse ich natürlich, weil das gefällt mir sehr gut. Das ist sehr schön. Auspuff.
Ja, das ist der dran war. Banane. Das machen wir nicht her. Das wäre jetzt schade. Also, Auspuff brauche ich noch, dann brauche ich noch Sattelrohr, dann brauche ich noch Rücklicht. Das war natürlich auch so ein schmuddeliges Rot dran, das passt mir gar nicht. Das ist noch die Handwäsche, dann bestellen wir das. Dann gehen wir schon mal offen. Also, Auspuff Felux. Komm, das ist alles langsam leider im Hurental. Also, Warenkorb, ist günstig. Sattelrohr, das gefällt mir sehr gut. Das nehmen wir. Und dann eben noch die Streben. So eine nehmen wir auch noch. Zur Kasse kaufen. Gehen wir. Wunderbar, du. Ah, das Beist drauf machen, eine hohe Hitze da rein. Das ist auch geil, da unten hat es einfach so Luken. Du kannst einfach aufziehen mit dem Fuß, zack, und dann windet es voll an die Eier ran. Das ist gut. Ja, ich liebe so Zeug. Da ist der Hurenladen. Hallo! Schau, ich habe noch Retouren. Extra für mich? Ja, natürlich. YouPorn. Ja, toll. Ja, super. Also, danke auch. He? Macht's gut. Tschüss. Ja, gehen wir wieder heim. Der Mofenkultaffe. So. Da sind wir wieder. So, top. Die Teile sind im Haus. Jetzt können wir weitermachen. Wir waren da bei dem Deckel. Gut. Machen wir die Lampe. So. Jetzt haben wir hier einen schönen Abstand. Und wir können den mit dem Daumen bedienen. Das ist doch super. Dann führen wir das da unten, da rein, da. So, das machen wir da dann noch fest, irgendwie mit dem Kabelzeug. So, ich mache natürlich immer Vorher-Nachher-Fotos. Dies war da. Und wenn es nicht stimmt, ist das ein klarer Fall für den Cyril. So, das reicht schon. Gut. Also, wichtig ist immer bei diesen Tachoseiten, die müssen wirklich ring laufen und dürfen nicht sinnlos Ecken machen, Kurven. Möglichst direkt aufziehen und gut ölen. Das ist wirklich extrem wichtig, dass die Tachoseite sehr, sehr gut geschmiert ist. Das ist jetzt aber ganz reingegangen. Können wir noch zu etwas Schönem. Auspuff. Ich muss anfangen, das muss zuerst drauf. Dann haben wir hier schöne Messing 3D-Mutter. Das ist absolut das Geilste bei den Auslässen, weil Messing frisst halt wirklich nicht an. So, kommt das Ganze. Also, jetzt haben wir ungefähr die Ausrichtung. Und jetzt können wir da hinten anziehen. Jetzt festziehen. Das ist immer gefährlich bei mir, der Scheissdreck überziehen. So, Auspuff ist dran. Sattel. Das passt. Man hat immer noch genug Platz hinten drauf. So. Ja, toll. So, jetzt kommen natürlich noch ganz viele kleine Details, Kabelzeug, Elektrik, Kerzenstecker etc. Aber das geht alles nur ein paar Sekunden. Puff, fertig. Schauen wir mal das Prachtstück an. Hure geil, gelungen, wunderschöne Patina, gefällt mir richtig gut. Jetzt sind wir soweit fertig. So, und ihr wisst es, jetzt kommt noch der schönste Teil.